meine lieben Kochfreunde, ich bin der Matti, herzlich willkommen auf meinem Kochkanal. Ja Leute, heute zeige ich euch etwas, was ich sehr selten mache auf meinem Kanal. Heute machen wir ein Dessert. Ja, ich bin ja nicht so der Süßesser, aber es gibt eine Sache, die liebe ich von klein auf, und das ist warmer Vanillepudding. Schlicht und einfach, aber letztens habe ich im Internet ein bisschen gestöbert und da bin ich auf ein Rezept gestoßen und das habe ich ausprobiert und ich kann euch sagen, Leute, das ist Wahnsinn. Das ist ein traumhaftes Dessert, und zwar warmer Vanillepudding, nein, Vanillepudding mit Mascarpone und Heidelbeeren. Ja Leute, was soll ich euch sagen, das ist sowas von lecker, das müsst ihr einfach nachmachen, vielleicht nicht so oft, weil es ist schon eine Kalorienbombe, und aber was soll's man lebt nur einmal, ich bin ein Genussmensch, ich liebe es, und wie man dieses köstliche Dessert zubereitet, ganz einfach übrigens, zeige ich dir in diesem Video, also bleibt dran. Für das Rezept brauchen wir folgende Zutaten. Ich habe hier eine Packung Vanillepudding sowie 50 Gramm Zucker und ein Päckchen bzw. 8 Gramm Vanillinzucker. Dazu noch 400 Milliliter Milch und 250 Gramm Mascarpone. Und zum Schluss noch die Fruchteinlage. Ich habe hier 300 Gramm Heidelbeeren. Die habe ich verlesen, abgewaschen und zum Abtropfen in ein Sieb getan. Ja, übrigens, wer mag, kann den Vanillepudding auch durch Erdbeerpudding ersetzen, die Heidelbeeren durch frische Erdbeeren, und schon aus dem köstlichen Erdbeerpudding gezaubert. Das Rezept bleibt ansonsten das gleiche, aber jetzt zeige ich dir, wie man dieses herrliche Dessert Vanillepudding mit Mascarpone und Heidelbeeren zubereitet. Los geht's!
Ja, meine lieben Kochfreunde, das war's für heute. Jetzt habt ihr gesehen, wie man auf die Schnelle mit einfachen Zutaten ein wirklich köstliches Dessert zaubern kann. Vanillepudding mit Mascarpone und Heidelbeeren, schön viel, viel Sahne obendrauf. Und wie gesagt, mit Erdbeerpudding und frischen Erdbeeren schmeckt es auch sehr gut. Nur jetzt um diese Jahreszeit kriegst du keine guten Erdbeeren. Und das Rezept mit den Mengenangaben, das findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Probiert es aus, macht es nach und wie immer freue ich mich natürlich auf eure Kommentare. Und ja, ansonsten abonniert den Kanal, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Matt.